Was kann das Programm Bengo von Engagement Global, einer Multiakteurspartnerschaft, bieten? Bengo ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit beauftragt, im Titel Private Träger, deutsche Nichtregierungsorganisationen, zu beraten bei der Antragstellung von Projekten, die entwicklungspolitisch für die Bundesrepublik Deutschland von Bedeutung sind. Bengo berät im gesamten Projektzyklus. Das heißt, von der Erstellung einer Concept Note über die Durchführung einer Machbarkeitsstudie, der Antragstellung, der Antragseinreichung bis hin zur Durchführung des Vorhabens. Darüber hinaus unterstützen wir private Trägerorganisationen auch bei der konzeptuellen Weiterentwicklung und beim Aufbau von Kapazitäten im Rahmen von Multiakteurspartnerschaften. Wer kann einen Antrag stellen? Im Rahmen des Fördertitels Private Träger sind bei Bengo Nichtregierungsorganisationen, gemeinnützige Stiftungen und andere Organisationen mit Sitz in Deutschland antragsberechtigt. In diesem Zusammenhang ist aber darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Förderprogramm Multiakteurspartnerschaften um Vorhaben handelt, die sehr komplexer Natur sind. Das heißt, es können sich im überwiegenden Maße nur Organisationen bewerben, die auch bereits Erfahrung haben mit dem Fördertitel Private Träger und auch in der Durchführung komplexen Vorhaben, die auf mehreren Ebenen durchgeführt werden, aufweisen oder vorweisen können. Auf was muss ich bei einem Antrag besonders achten? Da es sich bei Multiakteurspartnerschaften um sehr komplexe Prozesse handelt, ist es besonders wichtig, dass sich Antragsteller bereits im Vorfeld an Bengo wenden, um gemeinsam eine Roadmap zu entwickeln, von der Erstellung der Concept Note bis hin zur Antragstellung und der Durchführung des Vorhabens. Das ist besonders wichtig, um eben im Vorfeld auch klären zu können, ob dieser Mehraufwand an Ressourcen, die der Antragsteller aufwendet, um sich an dieses innovative Instrument der Multiakteurspartnerschaften heranzutasten, lohnt oder ob die Projektzielerreichung auch über einen klassischen entwicklungspolitischen Ansatz möglich wäre. Was sollten Organisationen bedenken, wenn sie in einer Multiakteurspartnerschaft arbeiten möchten? Die Einbeziehung von verschiedenen Akteursgruppen aus Privatwirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft erfordert ein großes Spektrum an Dialogfähigkeit und Abstimmung unter verschiedenen Partnern und Akteursgruppen. Das bedeutet eine lange Vorlaufzeit in der Planung und Abstimmungsphase. Das bedeutet aber auch ein sehr großer Ressourcenaufwand an Personalressourcen und wie gesagt zeitlichen Ressourcen für die Antragsteller. Das heißt, Nichtregierungsorganisationen, die sich auf dieses entwicklungspolitisch sehr innovative und sehr wichtige Instrument der Multiakteurspartnerschaften einlassen wollen, müssen sich immer vor Augen führen, ist dieser Mehraufwand an Planung, an Ressourcen wirklich gerechtfertigt für dieses Vorhaben, das ich plane und durchführen will.